Navis digitalisiert Gebäude und ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Mit Google Maps sozusagen wurde uns die Digitalisierung der Städte näher gebracht. Also jede Stadt, egal wo ihr wohnt, existiert in Google Maps als digitale Kopie sozusagen. Da kann man nach Dingen suchen, wie dem nächsten Geldautomaten, einem französischen Restaurant oder der besten Nahverkehrsverbindung. Aber in Gebäuden gibt es noch nichts dergleichen. Da muss man an der Rezeption fragen oder auf diese Feuersicherheitspläne gucken, die nicht sehr gut sind. Ich glaube, in Zukunft werden auch alle Gebäude digital sein. Wir machen damit Navis gerade große Fortschritte. Und es wird in Zukunft ganz ähnlich, wie es inzwischen draußen Geschäftsmodelle gibt, die auf diesen digitalen Karten aufgebaut sind, wie die Essensbestellung direkt zu euch nach Hause oder Uber oder Lyft, diese Taxi-Hol-Apps oder in Zukunft autonomes Fahren, werden in Zukunft wird es in Gebäuden ähnliche Dienstleistungen geben, die auch so eine digitale Infrastruktur bauen und brauchen. Und genau die bauen wir bei Navis. Ich glaube, das Wichtigste, was wir gut und richtig gemacht haben, ist, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Timing, könnte man auch sagen. Das Team hat sich schon vor der Gründung von Navis viele Jahre lang hier in Stanford und dann an der TU München mit der Grundlagenforschung beschäftigt. Wie digitalisiert man Gebäude? Wie bringt man Positionierung ins Gebäude? Und die Frage ist halt immer, wann ist der richtige Zeitpunkt, um aus der Forschung das Ganze in die Praxis in ein Produkt zu übertragen. Und auch vor 5 Jahren war der Begriff Digitalisierung gar kein bekannter Begriff. Und als das so richtig auf einmal die große Welle kam und alle über Digitalisierung gesprochen haben, das war vor 2 oder 3 Jahren, da waren wir gerade fertig mit unserem ersten Produkt. Und Leute wollen heute natürlich alles digitalisieren, alle Prozesse, und da gehören natürlich auch alle Anlagen und eben auch die Gebäude dazu. Das ist die wertvollste Art von Anlage, die wir überhaupt haben sozusagen. Und wenn man mit so einer Produktidee zu früh dran ist, verhungert man normalerweise am Markt, weil es eben noch keinen Markt gibt. Wenn man aber zu spät dran ist, ist es halt auch schlecht, dann hat den Markt normalerweise schon ein Wettbewerber besetzt. Also dieses schmale Zeitfenster genau zu erwischen, da gehört natürlich auch ein bisschen Glück und Fortune dazu. Das haben wir, glaube ich, da waren wir genau richtig dran. Ich glaube, das sind 2 Dinge wichtig. Das eine ist die Sense of Purpose, sagen die Amerikaner so schön. Also wirklich dass alle Mitarbeiter sich hinter der Mission versammeln und die Mission auch ganz offensichtlich noch am Anfang steht und nicht erfüllt ist. Jeff Bezos von Amazon hat das mal genannt, das Tag-1-Gefühl bei Amazon. Wir sind am Anfang einer großen Reise, wir sind noch nicht angekommen und alle müssen zusammenarbeiten und zusammenhalten, um dahin zu kommen. Das ist bei uns auch so. Ich glaube, je länger wir uns mit diesem Thema Digitalisierung von Innenräumen beschäftigen, desto mehr ist allen klar, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist und eine Technologie, mit der in Zukunft fast jeder Mensch, weil wir leben ja in Gebäuden, fast jeden Tag in Berührung kommt. Und da dabei zu sein, das ist natürlich genau auch, was ein Startup-Feeling ausmacht. Das gemeinsam aufzubauen, nicht was zu verwalten, sondern was Neues aufzubauen zusammen. Das Zweite ist natürlich, dass wir als Gründer das auch jeden Tag vorleben. Und mit Energie und neuen Ideen und dem Wunsch sozusagen nicht stehen zu bleiben, sondern uns weiterzuentwickeln, jeden Tag ins Büro kommen. Und ich hoffe, das habt ihr auch ein bisschen gespürt, als ihr reingekommen sind, dass dieser Spirit, diese Energie hier auch bei allen vorhanden ist. Ich glaube, als Startup in einem Bereich, das versucht, eine ganz neue Technologie auf den Markt zu bringen, eine Industrie zu formen, die es so noch gar nicht gibt, kann man fast gar nicht von Fehlern in dem Sinne sprechen, sondern wir sagen eher Dinge ausprobieren. Wir sprechen auch von agilem Arbeiten, wenn man noch nicht ganz genau weiß, was der richtige Pfad ist. Man hat halt nur eine Vision oder ist sich relativ sicher, wo man in der Zukunft insgesamt hin muss oder in welche Richtung. Ist das natürlich schon mal eine gute Hilfe, aber um dahin zu kommen, wird man wahrscheinlich eine Reihe von verschiedenen Pfaden und Alternativen ausprobieren müssen. Wenn jeder sich hier von uns immer nur auf einem sicheren Pfad, auf einem fehlerlosen Pfad befindet, dann ist das eigentlich ganz so umgekehrt der sichere Weg sozusagen ins Verderben, weil damit werden wir ganz sicherlich nicht weiterkommen, wenn wir nur den sicheren Pfad wählen, sondern wir müssen den unsicheren Pfad wählen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Also ich glaube, das erste und wichtigste ist, München ist ein toller Startup-Standort geworden. Da hat sich wahnsinnig viel getan, allein in den letzten wenigen Jahren. Und wir 4 Gründer haben alle, bevor wir hier Navis in München gegründet haben, zum Teil mehrere Jahre im Silicon Valley gelebt und gearbeitet.
Das heißt, wir haben auch die Silicon Valley Startup-Kultur alle mal an eigener Haut und aus eigener Erfahrung erlebt. Und als wir vor 5 Jahren überlegt haben, Navis aus der TU München auszugründen, haben wir natürlich überlegt, sollen wir hier in München gründen oder wollen wir gleich in San Francisco oder in Palo Alto gründen. Und wir haben uns damals sehr bewusst für München entschieden und haben, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Entscheidung auf dem Weg niemals irgendwann auch mal in Frage gestellt oder bereut haben, aber jetzt, wo wir heute sind, bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns für München entschieden haben. Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, wir wollten in München bleiben, um die enge Verbindung zu der Forschungsgruppe, aus der wir ausgegründet sind, an der TU München nicht zu verlieren. Und das war auch genau richtig, weil wir immer noch sehr, sehr eng mit der TU München zusammenarbeiten und uns das auch viele wichtige Impulse gibt. Das Zweite, das konnten wir gar nicht ahnen, das war ein bisschen Glück sozusagen auch, hat sich erst später herausgestellt. Am Anfang dachten wir, dass unsere Technologie zuerst Anwendung finden würde in Museen oder Flughäfen oder großen Malls. Inzwischen haben wir uns aber sehr, sehr stark fokussiert auf Industrieanwendungen, weil wir gesehen haben, dass da sich noch leichter auch initial sozusagen der Wert der Technologie realisieren lässt. Und zufällig sind hier im süddeutschen Raum die größten und renommiertesten Autokonzerne der Welt angesiedelt, was uns natürlich den ganzen Austausch mit unseren Pilotkunden sehr leicht gemacht hat. Dazu kommt, dass München einfach eine wahnsinnig attraktive und lebenswerte Stadt ist. Ich glaube, das sieht man auch in allen Städte-Rankings. Und wir sind natürlich im Wettbewerb mit anderen Firmen. Unsere Wettbewerber sitzen auf der ganzen Welt, in China, in Israel, in den USA. Und nur wenn wir in der Lage sind, die besten Talente für uns zu gewinnen, werden wir langfristig im Wettbewerb erfolgreich sein können. Und um solche Leute nach München zu locken, muss München eine attraktive Stadt sein. Ich glaube, das ist sie. Noch leichter ist es natürlich, wenn sie zum Beispiel schon zum Studium hierher kommen. Wir rekrutieren sehr, sehr stark natürlich von den Münchner Universitäten. Und ich glaube, damit die noch attraktiver werden, ist es ganz wichtig, dass von vornherein alle Studiengänge auch auf Englisch angeboten werden. Denn es ist nicht realistisch, dass jemand aus Indonesien oder Malaysia oder aus Marokko, alles Kollegen, die bei uns arbeiten, erstmal mehrere Jahre lang Deutsch studiert, bevor er anfangen kann zu studieren. Dann entscheidet er sich gleich für ein Studium in den USA oder in England. So, ich glaube, das sind alles große Pluspunkte. Die TU München hat auch einen ganz fantastischen Job gemacht, ein Ökosystem für Ausgründungen aufzubauen mit Unternehmertum und allein schon der Titel Unternehmerische Universität spricht dafür. Ich glaube, da hätten wir woanders kaum besseres Umfeld vorfinden können. Ich würde mir aber natürlich wünschen, dass in Deutschland insgesamt auch die Rahmenbedingungen für Ausgründungen noch besser werden. Wir an München nach Bayern denken, das deutsche Notarwesen ist eine absolute Katastrophe, macht Gründungen völlig unnötigerweise und ohne zusätzlichen Mehrwert unglaublich schwierig. Ich glaube, dass wir auch beim Thema Finanzierung für Startups noch eine Menge tun können. Verglichen mit anderen Startup-Clustern ist das Finanzieren in Startups immer noch weniger attraktiv in Deutschland, sowohl auf dem Level von Angel Investments als auch wie viel Geld aus großen Fonds, Pensionskassen und so weiter in diese Asset-Klasse Startup fließt. Und ich glaube, da kann auch auf allen Ebenen in Deutschland, lokal bis national, noch eine Menge gemacht werden, damit wir nicht, amerikanisch sagt man, outgefundet werden. Das heißt im Grunde, dass man davon ausgeht, bei so Technologiethemen werden nur sehr wenige Gewinner übrig bleiben. Und das sind nicht unbedingt diejenigen, die die beste Idee haben oder die tollste Technik, sondern auch ganz häufig diejenigen, die am meisten Kapital einsammeln konnten. Es wäre echt schade, wenn tolle Ideen, die hier aus den Universitäten kommen oder entwickelt werden, am Ende deswegen sich nicht durchsetzen, weil weniger Geld hier angelockt werden kann an den Standort. Wir haben das mal versucht, auch für uns zu formulieren. Das, was wir machen, also Digitalisierung von Gebäuden, wir nennen das Indoor Spatial Intelligence. Das klingt ein bisschen sperrig, aber das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass ich von allen Dingen in einem Gebäude weiß, wo sie sind. Genauso wie ich in der Stadt sozusagen bei allen Dingen, also allen Gebäuden und U-Bahn-Stationen und Geldautomaten weiß, wo sie sind. Weil fast von jedem Ding, es ist eine sehr wichtige Information zu wissen, wo dieses Ding auch gerade ist. Und wir glauben, dass diese Indoor Spatial Intelligence, also die digitale Art, mit diesen Informationen umzugehen und sie auch leicht zuzugreifen, in Zukunft in jedes Gebäude der Welt kommt. Das ist natürlich eine Mission, die uns noch viele Jahre beschäftigen wird. Auch Google hat ja erst mit den größten und wichtigsten Städten, New York und San Francisco, angefangen. Und heute ist aber auch kleine Dörfer irgendwo in Afrika mit vielen Informationen bei Google Maps zu finden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr motivierende Mission, weil ich glaube, die Art von Technologie, die wir bauen, wird in Zukunft fast von jedem Menschen auf der Welt jeden Tag irgendwie bewusst oder unbewusst benutzt werden. Und davon wollen wir gerne bei Navis sozusagen einen großen Teil und einen wichtigen Teil, da wird es sicherlich auch noch andere beteiligte Player geben, bereitstellen und diese Industrie mitformen.